Willkommen zurück zu einer weiteren SFS 2 Update-Übersicht. Heute haben wir alle Sachen am Start, die im Mai 2025 rausgekommen sind. Und das ist wirklich eine gigantische Menge. So viel, dass ich das auf 4 Videos aufteilen muss. Das ist so viel wie im Oktober, November und Dezember von 2024 rausgekommen sind. Dieselbe Menge wie in 3 Monaten auf einen Monat runtergekürzt. Also ich muss es wirklich aufteilen, sonst wären wir hier für mehrere Stunden. Und heute haben wir einige kleinere Themen am Start, wie zum Beispiel Astronauten, Weltraumzentrum, Baumodus und so weiter. Und die schauen wir uns heute an. Viele andere Themen, praktisch alle anderen Themen, werden dann in den nächsten 3 Videos rankommen. Beginnen wir mit der Benutzeroberfläche, und zwar haben wir hier einige Elemente, die in der Steam-Version dann verwendet werden. Das ist natürlich nicht die fertige Benutzeroberfläche, es sind nur die einzelnen Stücke, die dann in der Benutzeroberfläche platziert werden. Und zwar haben wir auf der linken Seite einen Navigationsball, der ist vielleicht oder vielleicht auch nicht auf der Mobilversion verfügbar. Wir haben Bilder mit und Bilder ohne gesehen. Ich bin mir nicht sicher, ob die da sich schon festgelegt haben. Müssen wir einfach mal schauen. Dann haben wir unterschiedliche Symbole für die Orientierung, für die Ausrichtung im Weltall. Die habe ich an sich schon alle erklärt und die sollten an sich auch auf der mobilen Version verfügbar sein, müssen wir schauen. Dann haben wir einen Knopf, der Change Control Point sagt, also damit kann man das Teil auswählen, von wo aus die Rakete gesteuert wird. Beispielsweise, wenn man eine Sonde hat in einem Satelliten und der Satellit mit mehreren anderen quer in der Nutzlastverkleidung drin liegt, dann ist die Ausrichtung von dieser Sonde natürlich vollkommen falsch im Vergleich zum Rest der Rakete. Also kann man dann zum Beispiel einen Treibstofftank oder die Nutzlastverkleidung selber auswählen und von dort aus steuern, den Kontrollpunkt dahin wechseln, damit die Rakete auch wirklich richtig fliegen kann. Und dann haben wir Launch Mode mit einem Pfeil nach oben. Damit kann man die unterschiedlichen Steuerungsmodi von der Rakete ändern. Zum Beispiel eben für Rover, für Flugzeuge, für Raketen und keine Ahnung, fürs Andocken, genau. Das sind so ziemlich die Sachen und damit hätten wir die Elemente abgeschlossen. Dann kommen wir zu Andocken, ja, ein paar weitere Bilder. An sich haben wir das so ähnlich schon gesehen, ja. Abstand wird jetzt zweimal angezeigt, einmal bei der Rakete in der Mitte selber und bei diesem kleinen Ausschnitt oben links, da wird beides mal der Abstand angezeigt und die Geschwindigkeit, wenn das auch natürlich ein bisschen anders ist. Ja, wir haben einmal die Vorwärtsgeschwindigkeit relativ zum Raketenstück hin, dann die vertikale und horizontale relative Geschwindigkeit. Die wird dann nochmal zusammengefasst. Das ist nicht Plusrechnen, da wird eine ganze Menge Mathe dahinter gemacht, ich weiß es nicht genau. Jedenfalls wird dann die allgemeine relative Geschwindigkeit zum Raketenstück auf der linken Seite nochmal angezeigt. Und dann haben wir oben rechts Direction Locked Automatically Towards Target, also die Rakete dreht sich automatisch in Richtung Rakete. Das ist hier dieser abgerundete Rahmen, den wir bei dem Raketenstück in der Mitte sehen. Das soll eben dieses Symbol bedeuten. Dann haben wir ein Bild von einer Rakete, wie sie gerade wieder auf der Erde landet. Ja, der Fallschirm ist ausgefahren. Der sieht jetzt nicht perfekt aus, da ist irgendwie eine Beule oben rechts und eine Beule links. Vielleicht müssen sie daran noch arbeiten, keine Ahnung. Unten können wir die Oberfläche der Erde erkennen und in der Mitte sieht das so ein bisschen wie so ein Gesicht aus. Wir haben 2 Augen, Nase und dann so einen ziemlich breiten Mund, so irgendwie erschrocken oder das Gesicht frisst gleich die Rakete auf. Sieht auf jeden Fall ziemlich lustig aus. Dann haben wir hier ein paar Bilder zur Beleuchtungstechnik, beziehungsweise starten wir erstmal mit einem Video und da fliegen wir gerade im All und die Belichtung wird ein bisschen hoch und runter gestuft. Natürlich, wenn die Belichtung hochgestellt wird, dann können wir die Sterne erkennen und die Rakete wird sehr stark verblasst. Aber wenn wir die Belichtung runterstellen, dann ist die Rakete ziemlich dunkel und wir können keinerlei Sterne mehr erkennen. Dann sind wir hier über dem Merkur. Ich nehme an, es ist der Merkur, die Sonne strahlt extrem hell und wir haben auch sehr starke Blendeffekte. Wir können die einzelnen Sonnenstrahlen sehen und die Oberfläche vom Merkur scheint ein bisschen einen Glitch zu haben, direkt da, wo
die Sonne quasi über den Merkur drüber scheint. Da scheint es einen Glitch in der Oberfläche zu geben. Ich nehme an, daran wird noch gearbeitet. Hier sehen wir das nochmal von der anderen Seite. An sich, die Reflexionen sehen wir ja an einigen metallischen Teilen, vor allem den Landebeinen. Und das ist an sich ziemlich grell, dadurch, dass die Sonne so nah an der Rakete ist. Dann kommen wir zu Bildern für Astronauten, beziehungsweise auch Bilder mit Flaggen. Ja, davon haben wir jetzt eine ganze Menge. Wir haben hier einen Astronauten, rechts ist eine kleine Rakete, die hat keine Leitern, also der Astronaut muss seine RCS-Schubdüsen im Rucksack verwenden, um da nach oben hinzufliegen. Auf der linken Seite haben wir eine Flagge, die aufgestellt wurde. Da drauf steht Out of Fuel, please send Rescue Mission. Also kein Treibstoff mehr, bitte schickt eine Rettungsmission. Das heißt, der Astronaut kommt hier gar nicht mal mehr weg. Die Rakete braucht er gar nicht mehr. Man kann die Bilder, die darauf abgebildet werden, verändern. Und zwar haben wir hier ein weiteres Bild, da steht It's a PNG, also es ist ein PNG. PNG ist praktisch das häufigste Format für Bilddateien. Und das kann man ändern, indem man einfach ein anderes Bild auswählt. Hier haben wir das nochmal mit einem kleinen Smiley da drauf und die Schrift wurde ein bisschen nach links verschoben. Dann haben wir nochmal den Astronauten. Die Flagge ist im Hintergrund zu sehen. Ich weiß aber nicht, ob da jetzt noch irgendwas draufsteht. Wir sehen sehr viel Licht- und Schattenunterschiede. Vielleicht sind wir tatsächlich immer noch auf dem Merkur. Ich bin mir nicht ganz sicher. Dann das nächste Bild, Greg or Carl, also Greg oder Carl, ja. So heißt dann der Astronaut. Der SFS Discord Server ist sich da nicht ganz sicher. Hier haben wir nochmal den Astronauten ganz dicht am Triebwerk und wir sehen halt, wie gigantisch so eine Rakete ist. Ich meine, allein die Landebeine sind fast doppelt so hoch wie der Astronaut und die Triebwerksgonne ist etwa so hoch und die Treibstofftanks sind natürlich viel, viel höher. Wir haben das nochmal ein bisschen aus einer anderen Perspektive. Diesmal können wir auch die Kapsel und den Separator oben erkennen und ja, Raketen sind einfach sehr, sehr groß. Da haben wir hier noch eine weitere Flagge. Das ist an sich ein ziemlich cooles Design, ja, wenn es vielleicht orange und blau wäre, das Weiß in orange, das Grau-Schwarz in blau, dann wäre es auf jeden Fall noch deutlich besser. Und hier haben wir noch ein letztes Bild, was ziemlich stark zugeschnitten ist. Ist ziemlich pixelig. Ich weiß nicht genau warum, aber da haben wir ein weiteres Design mit einigen Sternen drauf, mit blauem Hintergrund und weißen Sternen. Sieht auf jeden Fall ganz in Ordnung aus. Damit kommen wir zum Baumenü. Und zwar schauen wir hier nach oben an die Decke. Die haben wir bisher noch nicht gesehen. Da sind einige Fenster drin, genauso wie an den Wänden sind einige Fenster ein bisschen undurchsichtiger, ein bisschen verfärbt, dreckig, verschmutzt, kaputt, keine Ahnung. Die sehen auf jeden Fall immer ein bisschen anders aus. Und natürlich die Lichtstrahlen, die da durchscheinen, die beleuchten ja den Staub, der da drinnen herumfliegt und den können wir dann so leuchten sehen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus. Ein weiteres Bild mit ein paar Treibstofftanks, die in der Rakete reinklippen. Ja, also den Clipping Cheat im Grunde wird es in SFS 2 auf jeden Fall geben. Man hat ja die unterschiedlichen Tools für Bewegung und Rotation und damit kann man einfach Treibstofftanks ineinander schieben. Aber natürlich, es ist ein Cheat. Für gewöhnlich sollte man das nicht gebrauchen. Hier haben wir einen leicht ausgegrauten Treibstofftank. Der wurde hier nicht an der Rakete dran platziert. Deshalb ist der so ausgegraut, ähnlich wie bei Kerbal Space Program. Allerdings kann das umgeschaltet werden. Dann ist es so wie in Kerbal Space Program 2, wo man an zwei Raketen quasi gleichzeitig arbeiten kann. Und zwar haben wir hier ein bisschen Benutzeroberfläche, aber an sich das zählt jetzt hauptsächlich zum Baumenü, deshalb habe ich es hier reingepackt. Wir haben Anti-Aliasing, das hatten wir ja schon in der letzten Folge, dass die Kanten von unterschiedlichen Objekten ein bisschen weicher gemacht werden, dass wenn man das Bild dann deutlich größer skalieren möchte, zum Beispiel in einem Video, dass es dort nicht so kantig aussieht, dass die Kanten nicht vergrößert werden, sondern eher, dass es weich ist. Screen Resolution, also die Bildschirmauflösung, die ist gerade auf 1 gestellt. Ich weiß nicht genau, was damit gemeint wird. Ich meine, wenn man das auf, keine Ahnung, 0,5 stellt, was passiert? Dann ist der halbe Bildschirm einfach schwarz oder
werden Pixel doppelt so groß gemacht? Ich weiß es nicht. Framerate, also FPS, Bilder pro Sekunde, ist gerade auf 60 gestellt. Man kann es niedriger und man kann es auch höher machen. Aber jetzt gerade wichtig, Gameplay, allow multiple assemblies, also quasi erlaubt es, mehrere Bausegmente zu haben, ja, also im Grunde mehrere Raketen gleichzeitig zu bauen. Und wenn man das auf anstellt, dann seht ihr hier, haben wir zwei Raketen nebeneinander. Einmal die Rakete, die wir eben schon haben, und dann eine, die tatsächlich gar nicht kontrolliert werden kann, weil sie nur aus einer aerodynamischen Spitze, wahrscheinlich 2 Treibstofftanks besteht, so ein 2 Felder hohen und ein 4 Felder hohen und dann ein Falkentriebwerk. Also so kann man dann mehrere Raketen gleichzeitig bauen. Hier haben wir einige gigantische große Treibstofftanks mit zusätzlichen Verkleidungen unten drunter, damit man gigantische Triebwerke dran bauen kann. Ich nehme mal an, die Rakete kann extrem viel Masse in den niedrigen Erdorbit bringen. Ich weiß nicht genau, was das damit zu tun hat. Wahrscheinlich einfach nur, um die Triebwerke zu zeigen, denn hier sind insgesamt 20 Stück davon zu sehen. Die sind metallisch und im Inneren sind sie grau. Okay. Und dann kommen wir zum nächsten Bild. Das hier, ja, ich erinnere mich, das ist das Spiel mit einer geringeren Auflösung der Texturen. Ja? Das heißt, man kann die Grafikeinstellungen verändern und auf Smartphones wie meinem mit nur 2 GB RAM, da wird man dann die Grafikeinstellung ein bisschen niedriger setzen müssen, damit das einigermaßen flüssig läuft. Und ihr seht, an einigen Stellen sind es ein bisschen merkwürdige Reflexionen, merkwürdige Schatten. Ja, das ist alles irgendwie ein bisschen verschwommener. Es werden einfach kleinere Texturen verwendet und wenn die geladen werden, brauchen sie weniger RAM. Das stellt dann mehr RAM für das Spiel zur Verfügung und damit kann das dann flüssiger laufen. Hier haben wir ein Video vom Baumodus und da wird gezeigt, wie man Treibstofftanks aneinander platzieren kann und die bleiben an gewissen Stellen hängen. Ich weiß nicht, wie viele unterschiedliche Positionen das sind. Jedenfalls, das gibt es auf jeden Fall auch in Kerbal Space Program. Und sobald ein Teil platziert wird, dann gibt es so ein paar Funken, die sprühen, so als hätte man das aneinander geschweißt. Dann kommen wir noch zu einem weiteren Video. Und zwar haben wir hier die Bewegungstools. Also das hier ist gerade das sogenannte Translation oder Bewegungstool. Dann haben wir hier die Rotation, ja, und dann haben wir den Treibstofftank, wie er gerade in den anderen Treibstofftank hineingeschoben wird und Steph scheint darüber nicht besonders erfreut zu sein. Es ist ziemlich klar, Steph ist kein Fan von Clipping, ich auch nicht, für Dekoration von mir aus, aber wenn man unendlich viele Treibstofftanks oder Triebwerke ineinander schiebt, dann ist das auf jeden Fall Cheating. Dann haben wir einige Skins am Start. Wir haben gewöhnlichen weißen Skin. Da haben wir einen, der in der Höhe so schwarz-weiß quasi halbiert ist, ja, dass die Hälfte vom Treibstofftank schwarz ist. Da haben wir vertikale Streifen mit so einem weißen Band oben. Wir haben vertikale Streifen. Wir haben so ein Schachbrettmuster. Wir haben vertikale Streifen, wo die untere Hälfte invertiert wird. Dasselbe haben wir dann nochmal mit engeren Streifen. Wir haben ein kleines Muster mit Quadraten, die dann links, rechts, links, rechts, links, rechts gehen. Und zu guter Letzt nochmal denselben Skin wie beim zweiten. Okay, weiß ich nicht genau, warum das der Fall ist. Jedenfalls darunter scheinen wir irgendwie Farben auswählen zu können. Hier beim nächsten Bild ist das ein bisschen merkwürdig. Da gibt es jetzt plötzlich 2 davon. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls kann man dadurch die Farbe einstellen. Also mit dem oberen stellt man im Grunde das Muster ein und mit dem unteren die Farbe. Vielleicht ist es die primäre und sekundäre Farbe, weil es ja immer 2 unterschiedliche Farben sind. Vielleicht ist es das. Und hier können wir zwischen unterschiedlichen Farben auswählen. Wir haben Weiß, da haben wir ein zweites Weiß, wir haben Schwarz, ein zweites Schwarz und dann haben wir irgendwie Grau mit einem weißen Streifen. Vielleicht ist das metallisch, ja, so wie die Oberfläche vom Treibstofftank hier. Und dann können wir noch eigene Farben hinzufügen. Ich nehme an, dann wird sich so ein Farbrad in einer neuen Benutzeroberfläche erscheinen, wo man dann irgendeine wilde Farbe auswählen kann und dann hinzufügen kann. Man kann außerdem Farben löschen oder eben bearbeiten. Ja? Das geht scheinbar mit den Standardfarben nicht, sondern nur mit den eigenen Farben.
Damit kommen wir zu Bildern von Karten. Wir haben hier das innere Sonnensystem, ja, die äußeren Planeten, vor allem die Gasriesen und Eisriesen, werden ja bei der ersten Veröffentlichung von SFS noch nicht dabei sein. Wir haben eben nur die inneren 4 Gesteinsplaneten. In der Mitte haben wir die Sonne, die strahlt natürlich ganz schön. Ist ein bisschen merkwürdig, weil die kriegt tatsächlich so einen Schein außenrum und da steht nicht Sun, also Sonne drunter. Bei den anderen Planeten ist das schon der Fall. Bisschen merkwürdig. Wir haben Merkur in so einem grau-braun, okay, Venus in so einem beige-braun, gelb, ja, die Erde in blau natürlich und den Mars in orange-braun, ja, und Mars wird gerade als Ziel gesetzt, dafür ist dieses Symbol um den Mars da und da haben wir ein Mars-Transferfenster und die Erde ist noch ziemlich weit davon entfernt. Jedenfalls kurz darauf sind wir hier ein bisschen näher an die Erde rangezoomt. Wir können ein paar von den Kontinenten sehen, ja. Die Karte ist natürlich deutlich simpler von der Grafik her. Dementsprechend sind da ziemlich starke Linien, wo ein Biom zum anderen überwechselt. Aber das ist an sich nicht relevant. Wir haben hier eine Rakete im niedrigen Erdorbit und Mars Ejection Angle, also im Grunde nochmal das Transferfenster, nur halt eben bei der Erde. Und die Rakete ist auch kurz davor, da in dieses Transferfenster einzutreten. Da haben wir die Erde, wie sie ausgewählt wurde. Wir haben Gravitation, im Grunde Anziehungskraft. Ja, Gravitation selber ist keine Kraft. Wir haben die Anziehungskraft von der gigantischen Masse der Erde gegenüber anderen Massen, die halt herumschweben, wie wir Menschen zum Beispiel. Das sind 9,7 Meter pro Sekunde Quadrat. Ja, das ist eine Beschleunigung, die Fallbeschleunigung auf der Erde. Da fehlt auf jeden Fall das Quadrat. Radius 315 Kilometer, also genauso wie in SFS auf der normalen Schwierigkeit. Haben wir dreimal Punkt, 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 Punkt. Also wenn weitere Sachen hinzugefügt werden, dann wird das dort auch eingetragen. Und mit dem Sternchen, Planets in Normal Difficulty are 1 divided by 20 Scale. Also Planeten in der normalen Schwierigkeit sind skaliert 1 zu 20. Also die Planeten sind eben 20 mal kleiner als die Planeten in der Realität. Und das macht natürlich auch Sinn. Wenn ich genau hinsehe, dann sind das tatsächlich echte Landmassen von der echten Erde. Unten, ganz dicht über diesem kleinen Textfeld, da ist Australien und da haben wir Ozeanien mit diesen vielen kleinen Inseln. Wir können Japan entdecken, Teile von China und weiter im Norden natürlich Russland und Nordosten können wir tatsächlich ein bisschen von Alaska erkennen. Also das scheinen jetzt echte Kontinente zu sein. Wir haben später in den nächsten Videos noch einige mehr Bilder von der Erde mit echten Kontinenten. Ich weiß nicht, ob man echte Kontinente hinzufügen soll. Ich meine, ich habe ein bisschen vom Discord-Chat nach diesen Bildern gelesen und es ist direkt politisch geworden. Ja, Leute haben gesagt, oh, dieses Land ist viel zu groß, dieses Land ist viel zu klein dargestellt. Das ist ein 3D-Modell der Erde. Also es wird schon die Erde mehr oder weniger genau darstellen. Ich fände es eher eine schlechte Idee, echte Kontinente in SFS zu verwenden. Schon klar, es ist ein Simulator, aber jetzt fangen Leute an, keine Ahnung, zum Beispiel das World Trade Center zu bauen und dann Flugzeuge da rein zu krachen, halte ich eher für eine dumme Idee. Ja, wir haben weitere Bilder, auch hier mit Kontinenten. Wir können Nordamerika erkennen, natürlich Grönland. Unten im Bild ist ein bisschen von Südamerika zu erkennen. Rechts im Bild haben wir Afrika und weiter oben haben wir Europa und natürlich Russland zieht sich um den halben Globus. Dann nochmal hier, ich nehme an, das ist dann Südamerika, vor allem mit Brasilien. Wir können so ein paar Inselketten weiter oben im Bild erkennen. Ich nehme an, das ist dann die Karibik. Und wir haben hier eine Rakete, die gerade über die Oberfläche drüber saust. Und das scheint so ziemlich am Äquator entlang zu gehen. Denke ich mal zumindest. Ich weiß nicht genau, was unten im Bild los ist. Vielleicht wurde da die Karte nicht richtig geladen. Die Oberfläche ist auf jeden Fall deutlich verblasster als weiter oben.
Diesmal können wir Asien, das meiste zumindest von Asien erkennen. Natürlich China, Russland, Indien, wie gesagt Südostasien, die ganzen Inselketten. Und ganz unten können wir noch ein ganz kleines bisschen von Australien erkennen und ganz oben können wir klitzekleine Teile von Kanada erkennen. Und da haben wir noch ein letztes Bild von der Erde. Und da können wir jetzt Afrika erkennen, auf der linken Seite darüber natürlich Europa, ist allerdings ein bisschen dunkler. Und weiter rechts haben wir wieder Asien. Okay, da haben wir den Mars. Wir haben hier die südliche Polarkappe. Da wurde jetzt quasi eine sogenanntes Landmark, also eine Sehenswürdigkeit, ein Punkt der Sehenswürdigkeit hinzugefügt. Ich weiß nicht genau, ob das genau am Südpol ist oder ob das einfach in der Nähe platziert wurde. An sich wäre es ganz nützlich, wenn es direkt am Südpol quasi 90 Grad südliche Breite platziert wird, dann weiß man ganz genau, wo oben und unten bei Mars ist. Dann haben wir noch ein weiteres Bild von der Seite jetzt und entweder wurde die Atmosphäre dichter gemacht auf der Karte, die Oberfläche wurde undeutlicher gemacht oder vielleicht sogar entfernt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben auf der linken Seite Olympus Mons, da haben wir 3 kleinere Berge oder vielleicht einfach große Einschlagkrater und dann haben wir Valles Marineris, dieses große Grabensystem auf dem Mars. Aber der Rest der Oberfläche ist praktisch gar nicht erkennbar. Vielleicht ist damit irgendwas falsch. Vielleicht machen sie es komplett neu, was natürlich ziemlich belastend wäre. Müssen wir einfach mal schauen. Und hier haben wir den Mond, wie er die Erde umkreist und der Mond ist gigantisch groß. Wir werden davon noch mehrere Bilder haben in der nächsten Folge, wo wir das dann im Nicht-Kartenmodus sehen. Ja? Hier ist der Mond jetzt auf Wirklichkeitsgröße angestiegen, also 20 mal so groß, wie er vorher war und jetzt ist er irgendwie, keine Ahnung, 4-mal so groß wie die Erde, aber der Mond umkreist natürlich die Erde. Das funktioniert nicht automatisch, dass dann die Erde den Mond umkreist in SFS. Ist sowas nicht möglich. Dann haben wir eine neue Gruppe an Bildern, die wir bisher noch nicht haben und ich nenne sie Skalierung. Ja? Es wird einfach alles zusammengepackt, die Abstände sind deutlich kleiner, aber die Größen sind dieselben. Ja? Wir haben auf der linken Seite die gigantische Sonne und rechts sehen wir dann die 4 kleinen Gesteinsplaneten und winzig, winzig klein. So ein einzelner Pixel oder so ist noch als Mond erkennbar, als Erdmond. Wir haben nochmal ein anderes Bild, wir sind nochmal näher rangezoomt, die Sonne ist immer noch deutlich größer. Ja? Man kann die Sonne einfach nicht gut mit anderen Sachen skalieren, weil sie so dermaßen gigantisch ist. Wir können eben auch wieder Merkur, Venus, Erde, den Erdmond und Mars erkennen. Dann haben wir noch ein bisschen eine andere Ansicht. Ich glaube, es ist wieder ein bisschen weiter rausgezoomt. Diesmal ist die Belichtung deutlich höher gestellt und wir sehen auch wieder die 4 Planeten, den Erdmond und hinter dem Mars ist noch etwas. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Da ist ein winzig kleiner Fleck. Wenn wir zum nächsten Bild gehen, dann sehen wir die Sonne tatsächlich gar nicht mehr. Wir können die Planeten ein bisschen näher dran sehen. Venus sehen wir jetzt zum ersten Mal im Kartenmodus, ja, mit der Atmosphäre. Davon haben wir tatsächlich neue Bilder. Das kommt dann wahrscheinlich übernächste Woche oder so. Ich weiß nicht genau wann. Hinter dem Mars ist definitiv etwas. Vielleicht ist es ein großer Asteroid. Vielleicht ist es Pluto. Ich bin mir nicht sicher. Es wird irgendein Planet, irgendein Asteroid sein, aber ich weiß es nicht. Und jetzt können wir auch zum ersten Mal die Marsmonde erkennen. Die sind wirklich winzig kleine Flecken, denn in Wirklichkeit sind sie einfach nur Asteroiden, die vom Mars eingefangen wurden. Und die können wir im nächsten Bild noch ein bisschen genauer sehen. Unten ist der Mars, oben drüber Phobos und darüber Deimos. Und das sieht natürlich sehr schön aus. Damit hätten wir die Kartenbilder abgeschlossen. Und, wobei, es waren nicht Kartenbilder, es waren Skalierungsbilder, ja. Und damit kommen wir zum Weltraumzentrum. Da haben wir ein paar neue Bilder, inklusive von der Umgebung. Und zwar haben wir hier im Grunde so ein 3D-Modell, ja, vom Weltraumzentrum. Das Weltraumzentrum auf so einem dunkelblauen Hintergrund. Natürlich rechts und unten können wir die beiden Startrampen sehen. Von dort führen Wege zum Raketenbaugebäude.
Dahinter führt auch ein Weg raus zur Start- und Landebahn. Davon gibt es auch hier zwei in SFS 2. Hier haben wir noch einige weitere Gebäude. Das links unten vom Raketenbaugebäude ist wahrscheinlich das Kontrollzentrum, weil das ja in Richtung der beiden Startrampen ausgerichtet ist. Von dort kann man dann die Starts verfolgen. Es gibt einen weiteren Weg, der weiter nach links führt. Wir können ihn nicht genau erkennen, wo es hinführt. Und natürlich, wir haben noch einige freien Flächen beim Weltraumzentrum, wo da noch Gebäude hinzukommen, wie wahrscheinlich das Labor, ja, oder das Observatorium. Da haben wir hier eine ziemlich rausgezoomte Ansicht von der Erde. Ihr seht, die Oberfläche beim Weltraumzentrum ist sehr flach. Im Grunde genauso wie bei Kerbal Space Program. Das ist ein bisschen merkwürdig, dass genau dort und nur dort die Oberfläche flach ist und dann ein ziemlich steiler Übergang zum Rest der Oberfläche übergeht. Wir können eine ganze Menge der Küstenlinie erkennen und die ist ein bisschen merkwürdig. Beim Weltraumzentrum seht ihr, wie das Wasser scheinbar flach ist, ziemlich flach, ja, helleres Wasser ist flach und dann geht es sehr stark ins tiefe Wasser über und an anderen Stellen von der Erde ist es mehr so ein sanfter Übergang. Ich weiß nicht genau, vielleicht ist das Weltraumzentrum eben nicht nur diese Gebäude, die da rumstehen, sondern eben so eine kleine Insel, die hier ans Land angefügt wurde. Sieht auf jeden Fall ein bisschen merkwürdig aus. Weiter rechts, wo die Grenze zum restlichen Land ist, da ist so eine kleine Zacke drin in der Oberfläche. Sieht auf jeden Fall nicht ganz so gut aus. Und im Allgemeinen, die Küstenlinie ist ja ziemlich rau. In der Realität wird es durchs Meer an sich ziemlich glatt gespült, ja, dass wir relativ gerade oder leicht gekrümmte Küstenlinien haben. So rau wie es hier ist an sich nicht unbedingt realistisch. Da haben wir es von einer anderen Perspektive. Dieser bläuliche Effekt von der Atmosphäre wurde hier wahrscheinlich entfernt, damit wir es ein bisschen besser erkennen können. Und wir gucken auch ein bisschen von weiter oben drauf. Wir erkennen tatsächlich das Gesicht, was wir ganz am Anfang beim Bild mit dem Fallschirm hatten. Ja, das ist praktisch direkt hinter dem Weltraumzentrum zu sehen. Vielleicht ist es ein Easter Egg, vielleicht ist es kompletter Zufall, dass es ein Gesicht ist. Weiß ich nicht. Müssen wir einfach mal gucken. Hier sind wir mit einer Rakete, vielleicht im Erdorbit, vielleicht sehr weit oben in der Atmosphäre. Und wir können das Weltraumzentrum von noch weiter weg erkennen. Und natürlich, wir sehen auch nochmal deutlich mehr von der Küstenlinie. Und hier ist das Weltraumzentrum draußen. Ja, also unten haben wir auf jeden Fall eine deutliche Ecke, wahrscheinlich so ein 90-Grad-Winkel. Dann geht es rechts und links schräg nach oben in einer komplett geraden Linie. Und dann gibt es wieder Küstenlinie. Und natürlich ziemlich starke Färbung von unterschiedlichen Biomen. Aber ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, was hier los ist. Ich habe keine Ahnung. Sie haben wahrscheinlich das Weltraumzentrum mitten in den Ozean geschoben und so sieht halt eben das allgemeine Areal um das Weltraumzentrum aus. Das wird da einfach in den Planet eingefügt. Wir haben nochmal einige Bilder beim Sonnenauf- oder Untergang. Hier sind wir wahrscheinlich später Abend, früher Morgen, keine Ahnung. Und natürlich die Gebäude ziehen lange Schatten hinter sich. Das Raketenbaugebäude ist natürlich am größten, also hinterlässt es auch den größten Schatten. Der geht sogar bis über den Bildrand hinaus. Die Rakete auf der Startrampe hat tatsächlich auch einen sehr langen Schatten und im Allgemeinen alle Gebäude, die da in der Nähe sind, werfen irgendeinen Schatten. Bis auf natürlich die Wege, die sind ja im Boden drin, die werfen keinen Schatten. Dann haben wir ein weiteres Bild ein bisschen näher an der Startrampe dran. Wir können jetzt die Rakete sehen. Das scheint ein ziemlich großes Triebwerk zu sein. Ich meine, von der Breite her geht es weit über die Breite vom Treibstofftank hinaus. Es scheint also ein ziemlich großes Triebwerk zu sein, mit dem man dann durch die Gegend fliegt. Und nach 2 Sekunden ist der Treibstofftank leer. Auch hier wieder sehen wir viele unterschiedliche Schatten. Hier gucken wir dann in Richtung Sonne. Es scheint noch ein bisschen später am Abend zu sein, denn jetzt ist alles so orange-rot eingefärbt. Da haben die Startrampe, das Raketenbaugebäude und natürlich ganz hinten die Sonne. Es gibt kaum Blendeffekte, ein bisschen, aber ich hätte gedacht, dass es jetzt ein paar mehr gibt. Natürlich, wir sehen die Rakete, ganz oben das Stück mit den Landebeinen und
der Treibstofftank, die Kapsel, das haben wir wahrscheinlich eben schon gesehen. Und weiter unten haben wir eine etwas breitere Rakete und einige Booster, vielleicht 6 Stück, ich weiß es nicht ganz genau, die sind aber deutlich schmaler als die zentrale Stufe. Wir haben das nochmal von der anderen Seite, jetzt gucken wir von der Sonnenseite aus quasi und es ist wieder dieselbe Rakete, wir sehen wieder die Startrampe und es ist alles ziemlich stark in Rot und Orange eingefärbt. Jetzt scheint es kurz vor Sonnenuntergang zu sein. Wir können noch ein bisschen Licht an diesen Treibstoffleitungen erkennen und an diesem Treibstofftankturm im Hintergrund. Ein bisschen merkwürdig, dass die beleuchtet werden, weil die Startrampe mit Rakete sitzen ja an sich deutlich höher als die Treibstoffleitung. Vielleicht hat das Raketenbaugebäude jetzt einen so langen Schatten, dass auch die Startrampe verdeckt wird. Hier schauen wir in Richtung Sonne. Die ist praktisch schon untergegangen. Die Blendeffekte sind jetzt ein bisschen deutlicher und natürlich die Atmosphäre leuchtet jetzt auch in tiefem Orange. Und jetzt ist nur noch ein winzig kleiner Streifen vom Raketenbaugebäude beleuchtet und tatsächlich immer noch Teile von der Startrampe, die wir oben links im Hintergrund erkennen können. Und die Sonne ist untergegangen, ja, aber natürlich die Atmosphäre reflektiert immer noch eine ganze Menge von diesem rötlichen Licht. Und tatsächlich das Fenster auf der linken Seite vom Raketenbaugebäude, das reflektiert tatsächlich noch eine kleine Menge Licht. Also irgendwoher wird das Licht noch kommen. Dann haben wir noch ein weiteres Bild. Es ist entweder ein bisschen früher am Tag oder direkt am nächsten Morgen, weiß ich nicht. Wir sehen eine Reflexion am Boden von der Sonne hinter dem Kontrollzentrum. Also die Schatten scheinen nicht immer ganz zu funktionieren, weil das sollte auf jeden Fall nicht leuchten. Das Gebäude ist ja vollkommen im Weg und ich sehe auch nicht wirklich Schatten vom Raketenbaugebäude. Die Seiten selber sind schattig, aber sie werfen keinen Schatten auf den Boden. Also in diesem Bild scheinen die Schatten nicht ganz zu funktionieren. Und hier haben wir wieder ein Bild von der Startrampe. Wir haben im Allgemeinen eine Menge davon. Da haben wir eine kleine Rakete, wie man gerade sehen kann. Das ist auf dem Boden neben der Startrampe und wir schauen ein bisschen in den Himmel und wir können dort die wunderschönen watteähnlichen Wolken erkennen. Die sind wirklich sehr fluffig. Und da haben wir nochmal eine etwas andere Perspektive, vielleicht aus der anderen Richtung und wir können wieder einige unterschiedliche Wolken erkennen. Und das wäre es mit dem letzten Bild für heute. Wir haben eine ganze Menge Bilder jetzt gehabt. Natürlich nächste Woche und übernächste und übernächste Woche geht es weiter. Wie gesagt, die Erde-Bilder, davon gibt es auf jeden Fall eine ganze Menge. Oberfläche vom Mond, vom Mars wird dazukommen und natürlich die Venus. Darauf solltet ihr auf jeden Fall Ausschau halten. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Aber das wäre es dann mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!